Grüße euch, grüße euch, grüße euch, liebe Zuseher. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute geht es um ein Thema, das in der Welt der Hundebesitzer häufig für kontroverse Diskussionen sorgt. Die Kastration. Auweia. Ist noch nicht lange her, vielleicht 2 Wochen, trafen Vito und ich auf 2 Herren im Besitz zweier kastrierter Rüden. Wir gingen etwa in Abstand von 7 oder 8 Meter an diesen Vieren vorbei. Vito zeigte sich etwas ruppig in deren Richtung. Schauen Sie, das geschieht manchmal, wenn er auf kastrierte Hündinnen oder auf kastrierte Rüden trifft. Er kann sie nicht deuten, kann sie weder dem Lager der Mädchen noch dem Lager der Jungen zuordnen. Beim Aufeinandertreffen auf nicht kastrierte Hündinnen ist er der charmanteste Rüde der Welt. Ja, wie gesagt, er zeigte sich etwas ruppig in die Richtung dieser beiden kastrierten Rüden, worauf einer der Besitzer dieser beiden nichts anderes zu tun hatte, als mir das Argument "Siehst du, und genau deswegen ist mein Hund kastriert" entgegenzuschleudern. Ich antwortete Standardbede "Siehst du, und genau deswegen ist mein Hund es nicht". Ja, es entbrannte da etwas heftigere Diskussion, denn die startete generell schon falsch, denn kurz nach unserem kurzen Argumentenaustausch meinte er, na, was gefällt dir am Verhalten deines Hundes? Und ich sagte, das hat mit Gefallen nichts zu tun, ich mag es nur, wenn mein Hund nicht gleich und sofort mit jedem fremden Rüden ins Bett steigen möchte, so wie deiner das tut. Also Sie sehen schon, diese ganze Unterhaltung ist am falschen Fuß gestartet und blieb auch in dieser Manier. Denn schauen Sie, man ist sich nicht immer einer Meinung zu einem Thema, dann geht man mit verschiedenen Meinungen getrennter Wege. Ich akzeptiere deine Meinung, du akzeptierst meine und alles ist gut, aber ich mag es nicht, wenn mir jemand seine Meinung aufs Auge drücken möchte, meine überhaupt nicht akzeptiert und sagt, nur seine ist die richtige. Ja, das ging die ganze Diskussion lang so. Ich beendete das Ganze dann mit der Ansage, schau her zu, wenn du nur dann mit einem Rüden zurechtkommst, indem du ihm die Testosteronpumpe zwickst, dann bist du als Hundehalter zu schwach. Das gefiel ihm nicht. Er war dann ziemlich beleidigt auf mich, aber ich kann dennoch gut schlafen. Sie verstehen schon, was ich meine. Ja, also Sie sehen schon, hier kann es leicht zu Diskussionen kommen. Ja. Müssen nicht immer derartig heftig werden, aber es bietet sich an. Liebe Zuseher, heute gibt es eine Premiere auf meinem Kanal, denn zum ersten Mal haben auch meine Zuseher die Möglichkeit, ihre Meinung zu einem Thema hier per Video preiszugeben. Und das geschieht heute. Ja. Ich habe einige persönliche und äußerst interessante Beiträge von 7 meiner Zuseher erhalten, die ich auch gleich mit Ihnen teilen möchte. Doch bevor wir uns diese Videos ansehen, möchte ich noch kurz betonen, dass Kastration ein sehr ernstes Thema ist, das gesundheitliche Folgen mit sich bringen, aber auch vor der einen oder anderen Krankheit schützen kann. Das wissen wir. Ja, viele Hundebesitzer sind pro Kastration, viele Hundebesitzer sind dagegen. Manche entscheiden sich dafür, das kennen wir, weil sie hoffen, eine bestimmte Wesensveränderung dadurch bei ihren Hunden erzielen zu können. Ja. Andere machen es aus gesundheitlichen Gründen. Ja. Es gibt viele verschiedene Ansichten. Doch ich würde meinen, sehen wir kurz mal rein, was einige meiner Zuseher dazu zu sagen haben. Und vorneweg möchte ich gleich betonen, dass sämtliche Argumente, die Sie hier gleich hören werden, absolut vernünftig sind und jede dieser Meinungen, die Sie gleich hören werden, auf grundsolidem Fundament steht. Viel Spaß bei den folgenden Videos. Vielen Dank. Grüße euch, liebe Zuseher von Dog Spezial. Ich bin der Franz aus Niederbayern, Deutschland. Mein Welpe ist ein Dobermann-Rüde, ca. 4-5 Monate, unkastriert. Ich persönlich bin ein Gegner von Kastration, solange
Gesundheit keine Rolle spielt, wenn jetzt der Hund Hodenkrebs hat oder sonst irgendwas, dann natürlich. Ansonsten habe ich es lieber, wenn die Eier dran sind und der Hund nicht kastriert ist, weil ich sage, ich will einen Rüden, ich kaufe mir einen Rüden, dann muss ich ja mit dem Rüden klarkommen. Wenn ich das nicht tue, dann kaufe ich mir eine Hündin. Ganz einfach eine Sache. Ich persönlich finde es super, wenn das jemand macht, überhaupt kein Thema. Wenn er dafür gerade stehen kann, überhaupt kein Thema. Ich bin überhaupt kein Gegner oder sonst irgendetwas. Muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich, meine Meinung, ich habe es lieber unkastriert. Also solange wie der Hund gesund ist, sehe ich keinen Sinn, dass ich den Hund kastriere oder sonstiges. Also von daher, ich bin gegen Kastration. Aber soll ja jeder selber entscheiden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Grüßt euch, liebe Zuseher von Dog Special. Freddy hier, der Besitzer von Odin und Dira. Ronny hat mich gefragt, ob ich ein kurzes Statement zum Thema Kastration abgeben kann. Und zwar, meine Meinung, es gibt weder schwarz noch weiß. Es gibt Hunde, da ist eine Kastration sinnvoll und bringt tatsächlich was. Wiederum gibt es aber auch Fälle, wo das Ganze einfach völlig schwachsinnig ist und die Situation eher noch verschlimmert. Sorry, ich bin kein YouTuber, ich habe keine Ahnung, wo ich hier ständig hingucke. Ich mache das jetzt auch nie noch 5-mal. Ja. Und zwar habe ich selber mehrere kastrierte Hunde schon gehabt, beziehungsweise ist der Odin eigentlich mein erster unkastrierter. Das liegt daran, dass alle Hunde vorher Abgabehunde waren, sprich aus dem Tierheim. Wo die Hunde ja grundsätzlich, gerade wenn es Bullrassen sind, kastriert werden. Ja, allerdings fehlt den Rüden im Alter das Testosteron. Sprich, wenn die dann alt werden, und ich meine richtig alt, mein erster American Bulldog ist 12 bis 14 geworden, man weiß es nicht ganz genau, eben da er aus dem Tierheim war. Gut, der andere ist mit 8,5 gestorben aufgrund von einem geplatzten Milztumor. Aber auch mit den 8,5 hatte der schon ganz schön Muskeln abgebaut. So, wie gesagt, gerade im Alter brauchen die ihr Testosteron, um eben keine Klappergerüste zu werden. Ne? So, das ist das Thema Kastration bei Bullrüden, wo ich, wenn es keine medizinische Notwendigkeit gibt, völlig dagegen bin. Man kann immer noch mit einem Chip arbeiten, wenn man das unbedingt möchte, aber vom einfach so kastrieren rate ich total ab. Bei einer Hündin sieht die Sache schon wieder anders aus. Die produzieren zwar auch ein bisschen Testosteron, aber das fällt nicht so ins Gewicht wie bei einem Rüden. Meine Dira ist auch kastriert. Das hat den Hintergrund, die hatte schon in der ersten Läufigkeit Zeichen von Scheinschwangerschaft. Das ging dann in der zweiten natürlich auch noch ein bisschen weiter. Plus, die Läufigkeit dauert wirklich tierisch lange oder hat tierisch lange bei ihr gedauert. Die zweite war von Ende Januar bis Anfang Mai, war die immer wieder am Bluten, nicht am Bluten. Und selbst jetzt noch, nach 6 Jahren der Kastration, riecht die immer noch hervorragend für einen geilen Rüden. So, und um der einfach diesen Stress zu ersparen, dass sie monatelang in der Hitze ist, die ganzen Rüden sie bedrängen, haben wir sie dann halt kastriert. Was ich bei meinem Pepe noch sagen wollte, der im Tierheim kastriert wurde, der ist mit Rüden nicht verträglich gewesen, hat sich im Tierheim auch mit einem Schäferhund gefetzt, hatte Narben davon, alles. Als wir den geholt haben, der wurde ein paar Tage, ich glaube 3 Tage bevor wir den gesehen haben, wurde er kastriert. Und eine Woche, 1,5 später haben wir den dann geholt. Ich glaube, ich weiß das nicht mehr genau. Ganz am Anfang konnte ich den noch mit Hündin spielen lassen, das war alles kein Problem. Es dauert ja Monat, 1,5 Monate, bis die Hormone komplett ausgeschwemmt sind. Als die dann ausgeschwemmt waren,
ging auch Hündin nicht mehr. Sprich, das war ein klassisches Beispiel, wo die Kastration das eigentlich schlimmer gemacht hat. Ja, genau. So viel zu meiner Meinung zum Thema Kastrieren. Grüß euch, liebe Zuseher von Dog Special. Ich bin der Christian, bin 44 Jahre alt, komme aus dem schönen Waldviertel im nördlichen Niederösterreich. Bin mein ganzes Leben mit Hund unterwegs, bin mit Hunde aufgewachsen, mit Bernhardiner, Schäferhund, Rottweiler. Und seit ich 24 bin, hat mich immer mindestens ein Hund begleitet. Ein eigener Hund. Shih Tzu Rüde, ein Hoferwart Rotte Rüde, ein Berner Sennenrüde. Derzeitig habe ich eine Riesenschnauzerhündin, eine recht triebige aus einer Leistungszucht, mit der ich die Gegend ein bisschen unsicher mache. Und ich bin der Meinung, dass man einen gesunden Hund, wo keine medizinische Notwendigkeit besteht, nicht kastrieren lassen sollte. Das hat viele Gründe, unter anderem gesundheitliche. Viele Hunderassen, die was kastriert werden, neigen vermehrt zu Magendrehungen, vermehrt zu Knochenkrebs. Sie werden von anderen Rüden zum Beispiel, werden kastrierte Rüden oft nicht mehr viel vollgenommen, werden gemobbt teilweise, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Mein Berner Sennenrüde hat zum Beispiel kastrierte Rüden überhaupt nicht ernst genommen. Die hat dann von vorn bis hinten nur segiert, nur gemobbt. Und deswegen würde ich sagen, einen gesunden Hund nicht kastrieren lassen. Wozu? Ich wünsche euch nur einen schönen Tag und bis nächstes Mal. Hallo lieber Ronny, lieber Dog Special Freunde, zum Thema Kastrierung. Also ich glaube, das ist ganz individuell, weil ein Tierarzt sagt so, der andere so. Ich zum Beispiel habe eine Hündin, die Lilly, die ist mittlerweile jetzt 14,5 und ich habe sie nach der zweiten Läufigkeit kastrieren lassen. Und ein Tierarzt, zumindest meiner, hat mir gesagt, es ist besser, weil da haben sie weniger Anfälligkeit auf Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs. Und darum habe ich das alles rauskastrieren lassen, weil ich habe eigentlich nicht vorgehabt, dass ich züchten tue. Und ich wollte eigentlich mehr oder weniger eine Ruhe haben, damit nicht die ganzen Hunde immer nachlaufen und alles. Wobei ich sagen muss, wie sie läufig war es ganz sauber. Man hat nicht einmal gemerkt, dass sie kastriert ist. Also ich glaube, das ist ganz individuell, wie es jeder will. Züchten wollte ich sowieso nie. Also habe ich mich dafür entschlossen, dass ich sie kastrieren lasse und sie hat keinerlei Probleme gehabt. Sie hat auch jetzt keine Probleme bezüglich Blasenschwäche oder so. Habe ich noch nie gesehen bei ihr oder gespürt. Und wie gesagt, sie ist jetzt schon 14,5 und wir haben eigentlich noch nie Probleme gehabt. Da, das ist meine Mausi. Und ich glaube, das ist ganz individuell, wie es jeder handhaben will. Einer sagt so, einer so. Ich würde auf jeden Fall, ich habe den Hintergrund auch noch einen Malteser, was ich gehabt habe, auch ein Weibi, auch kastrieren lassen. Da haben wir genauso nie Probleme gehabt. Also wie gesagt, ich hatte auch nie vor zum Züchten. Und jeder Tierarzt ist da vielleicht anderer Meinung. Ja, wie jeder meint. Ich würde, wenn ich ein Weibi habe, wieder kastrieren lassen, muss ich auch sagen. Ganz einfach nur, dass wir beide eine Ruhe haben und wirklich gemütlich und ruhig gehen können durchs Leben, ohne dass man jetzt belästigt wird. Also dann, ist meine Meinung. Tschüsse, Baba, grüß euch, vierte. Ja, hallo liebe Zuseher von Dog Special. Ich möchte heute, oder vorweg, ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Werner Steuer. Ich bin der stolze Besitzer eines Bourbonrüden, Enyo, der hier vor mir steht. Wir waren gerade ein bisschen spazieren, 2 Stunden. Und der Enyo ist ein 3,5 Jahre alter, unkastrierter Rüde. Und das wird er auch bleiben, weil ich würde kurz meine Meinung zum Thema Kastration bei Hunden kundtun. Und ich bin der Meinung, dass wir in unserer Gesellschaft viel zu viel und viel zu schnell kastrieren, da wir damit meiner Meinung nach auch massiv in den Hormonhaushalt der Hunde eingreifen und ihnen damit die Möglichkeit geben, wirklich erwachsen zu werden. Häufig wird meiner Meinung nach das Kastrieren
gemacht, um dass die Hunde händelbarer werden, was ich als einen vollkommen falschen Weg ansehe. Also wenn man sich einen Hund holt, ob Rüde oder Hündin, Rüde vielleicht noch ein bisschen mehr, dann sollte man auch in der Lage sein, diese Energie auch unkastriert, das heißt auch eine Energie eines erwachsenen Rüden kontrollieren zu können und nicht, wie vielleicht teilweise auch aus Bequemlichkeit, eine Kastration machen. Denn ich glaube, wir tun dem Hund damit Unrecht, indem wir ihn eigentlich permanent in einem jugendlichen oder Kinderstatus halten, obwohl er eigentlich schon lange erwachsen sein würde, von seinem Alter her. Und ich glaube, dass da noch einiges den Hunden abgeht, was wir ihnen dann vollkommen nehmen. Das war mein Statement, ganz kurz dazu. Also ich hatte auch in der Vergangenheit 7 Rüden gehabt, die waren alle unkastriert, auch die Hündinnen waren unkastriert. Und lebe seit über 50, fast 60 Jahren mit Hunden zusammen und hatte eigentlich auch nie Probleme gehabt, diese Hunde nicht zu kontrollieren. Und ich sehe dann auch keinen Grund da drin, jemals die Kastration vorzunehmen. Das war's dann. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuseher von Dog Special. Schön, dass Sie da sind, würde jetzt der Freund sagen. Liebe Gruß an den Freund Ronny. Ja, es geht ja heute um das Thema Kastration. Ich bin der Evangelos und hier unten ist meine American Staffordshire Hündin Mila. Ja, Mila wird jetzt im März 5 Jahre jung und ich habe sie vor einem Jahr kastrieren lassen. Das war eigentlich nie so in der Planung und auch nie irgendwie so mein Hauptanliegen. Ich hatte ja Mila mit 1,5 Jahren erhalten. Da war sie natürlich auch noch unkastriert. Ja, und habe dann aber schnell mitbekommen, sie hat halt immer wieder den Hang, scheinschwanger zu sein. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das Problem, weil eigentlich kommt das ja und dann ist es halt auch irgendwann wieder weg und gut ist. Dass es für den Hund anstrengend ist, darüber brauchen wir wohl nicht reden. Ich glaube, auch viele Frauen kennen das und für so ein Tier ist das natürlich auch nochmal eine sehr anstrengende Phase. Wir haben das trotzdem immer eigentlich so ganz gut unter Kontrolle erhalten. Ja, aber bei ihrer letzten Hitzeperiode ist leider ihre Trächtigkeit so extrem gewesen. Das hat sich leider über 2,5 Monate gezogen. Es ist immer wieder ein bisschen entspannter geworden. Es ist dann aber spazieren gehen, dann trifft man einen jungen Hund. Dann kommen natürlich dann waren halt bei ihr die Muttergefühle wieder da und dann fing das praktisch wieder an. Meine Tierarztpraxis und ich hatten uns ja schon öfter über dieses Thema unterhalten. Sie, genau wie ich, waren eigentlich so weit überzeugt gewesen, halt abzuwarten, halt weil wir eigentlich der Auffassung waren, irgendeinem anderen Lebewesen da irgendwie den halben Körper auszuräumen. Ja, ob das jetzt unbedingt sein muss, wir haben uns erstmal entschieden, nein. Aber eben, das ist bei ihr leider so ein bisschen ausgeartet mit ihrer Trächtigkeit. Also mussten wir uns für die Option dann entscheiden, sie kastrieren. Ja, zu lassen. Das haben wir auch getan. Am Tag der Kastration eben hingebracht in eine Praxis. Mila hat dann ihre Spritze dort bekommen. Ah ja, und dann kann ich euch sagen, da kamen sogar halt bei mir die Tränen, weil wenn sie natürlich ihren Hund da so sehen, wie er dann liegt und die Zunge hängt heraus, die Augen offen, das ist schon ein sehr herzzergreifender Moment und dann kommen auch den großen Jungs auch mal die Tränen. Das können Sie mir glauben. Also es liegt natürlich daran, wie viel Sie für Ihr Tier empfinden, aber da ich davon ausgehe, Sie empfinden genauso viel für Ihr Tier wie ich, ja, da kommen dann die Tränen schnell. Aber nichtsdestotrotz, Mila hat alles super überstanden. Dann ist ja der Heilungsprozess gewesen und ab dann war eigentlich gut.
dann gibt es wahrscheinlich auch oft noch die Fragen, oder das höre ich ja auch immer in Gesprächen, hat sie sich denn irgendwie halt von ihrem Wesen her verändert? Also ich kann sagen, das hat sie erstmal nicht. Ja, sie hat sich verändert. Halt, sie ist dann natürlich auch nicht mehr trächtig oder in ihrer Hitze. Da ist ja immer sehr schmusebedürftig gewesen. Das hat sie jetzt so in dieser Phase nicht mehr. Ja, aber sie schmust ja trotzdem mit ihrem Papa, wa? So muss es ja auch sein. Und ja, nein, eigentlich hat sie sich überhaupt nicht verändert. Sie ist immer noch so, wie sie ist. Sie ist sehr aufmerksam, hat eine ausgesprochene Triebigkeit, also ist ja immer auf der Jagd, würde ich jetzt mal sagen, ja, aber nein, also wirklich von ihrem Wesen her, sie ist immer noch so lieb, egal, jung, alt, groß, klein, da ist sie immer freundlich, sie geht immer freundlich zu. Mit anderen Hunden ist sie auch so, wie sie war. Sie hat ihre Hunde, die sie halt mag, und die hat sie auch noch. Und sie hat halt immer noch ihre Hunde, die sie überhaupt nicht mag, und da ist sie halt auch noch so. Also das ist die Erfahrung, die ich mit meinem Hund gemacht habe. Gibt bestimmt andere, die andere Erfahrungen haben, aber so ist jetzt halt das. Wenn ich heute noch mal zurückgehen könnte und sie vielleicht früher kastrieren hätte können, hätte ich das getan? Das ist eine Frage, die ich mir oft gestellt habe. Nein, ich hätte, oder halt, sagen wir mal so, ich hätte vielleicht eine Trächtigkeitsphase früher, aber halt so vom Prinzip, wie man das ja oft heute hat, wenn der Hund 1 Jahr ist oder 1,5, 2, dann werden die sofort aufgeschnitten oder die Hoden abgetrennt. Davon wäre ich jetzt persönlich kein Freund gewesen. Ich habe es erstmal probiert, aber irgendwann musste die Entscheidung halt eben so getroffen werden, und das ist auch in Ordnung, und ich habe die Entscheidung nicht bereut. Servus miteinander. Mein Name ist Dirk. Ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, lebe aber im schönen Bayern in der Nähe von München. Habe seit meinem 17. Lebensjahr Hunde, mal 1, mal 2. Hatte auch schon mal 4, weil ich gerne auch Notfälle aufnehme, bevor sie im Tierheim landen. Zum Thema Kastration kann ich so viel schon mal sagen. In Deutschland ist es genauso verboten wie das Kopieren von Ohren, Kopieren von der Rute nach Paragraph 6 Absatz 1 im Tierschutzgesetz. Es darf nur aus medizinischen Gründen kastriert werden, und die müssen echt gravierend sein, kann sich jeder nachlesen. Und deswegen verstehe ich zum Beispiel auch nicht, warum die Tierärzte so leichtfertig kastrieren. Weil viele machen das wegen Gehorsam. Sie wollen keine läufige Hündin haben. Kann ich alles verstehen auf eine Art, aber es hat auch sehr viele Nachteile. Also ich habe, wie gesagt, schon länger mit Hunden zu tun, und ich habe zurzeit auch einen Continental Bulldog. Der ist kastriert, der ist jetzt 8 Jahre alt, und man merkt ihm das an in vielen Sachen. Er kriegt Warzen, die er nie vorher hatte. Er hat mit seinen Bändern Schwierigkeiten, das merkst du. Er hat jetzt wohl auch mit der Arthrose Schwierigkeiten. Deswegen darf er auch nicht mehr mit meinem Rüden so rumtollen, weil die beiden spielen wie American Football Spieler. Da bleibt kein Auge trocken. Und ich kenne die Vorgeschichte von dem Hund. Er war nie sehr leicht zu handeln. Ich muss dann Ronny recht geben, diesen Rassestandard von der Continental Bulldogge werde ich nie verstehen. Die stimmt beim Leo nicht, und ich kenne inzwischen noch 2 andere
da stimmt der auch nicht, der Rassestandard. Der Leo hat Probleme mit anderen Hunden. Die hat er vor der Kastration, die hat er nach der Kastration. Draußen hauptsächlich. Er hat Probleme auch mit kleinen Hunden. Und das kriegst du nicht weg, wenn du ihm die abschneidest. Die Murmeln. Und die wurden ihm leider abgeschnitten. Ich habe jetzt seit 5 Jahren mit dem zu tun und muss sagen, ich sehe, wie gesagt, die Nachteile, die die Kastration gebracht hatte. Ich kenne genug andere Hunde, die kastriert sind und ich weiß nicht, es wäre nicht nötig. Ich bin da, wie gesagt, kein Fan von. Wenn der Hund gesundheitliche Schwierigkeiten hat, die Hündin oder der Rüde, Beispiel ist mein Rüde jetzt, er hat diese Erkrankung, wo er dauernd tropft, man hat überall so gelbe Flecken. Er wurde schon ein paar Mal gespült, ich habe ihm jetzt auch wieder die Pfeife ausgespült. Da gibt es das einzigste Mittel, es endgültig im Griff zu kriegen, habe ich jetzt mehrmals im Internet gelesen, auch eine inzwischen kennengelernt beim Spaziergang. Die hat ihren Rüden deswegen auch kastriert, weil er getropft hat wie Sau. Und das sind Gründe, wo ich sage, okay, ich lasse kastrieren. Ich suche noch eine andere Lösung. Wie gesagt, ich bin da kein Fan von. Ist eine Verstümmelung wie Kopieren der Rute und Ohren. Und verändern tun sich die Hunde auch. Gerade wenn man sie sehr früh kastriert, werden sie zwar erwachsen, es heißt zwar, sie würden nicht erwachsen werden, aber da kann ich sagen, da kenne ich genug, die ich vom Welpmann gekannt habe und jetzt das Alter auch haben von meinem Großen und die sind schon erwachsener als Dings, aber es dauert länger. Auch beim Leo habe ich es gemerkt, dass er schon erwachsen ist, bloß es hat verdammt lange gedauert. Und es gibt auch ein super Buch drüber, kann man bei Amazon oder im Internet nachlesen, Nachteile einer Kastration. Aber wie gesagt, Tierärzte kastrieren zu schnell, weil die Leute eben auch gerne es möchten. Und der Tierarzt macht damit auch sein Geld mit. So eine Kastration beim so einem Rüden wie bei meinem, schätze ich mal, bin ich mit 800 bis 1000 Euro dabei. 2 Ziegelsteine wären billiger, aber okay, das wollen wir ja nicht. Nein, aber wie gesagt, ich kann nur jedem sagen, der sich eine Rüde oder eine Hündin holt, überlegt euch das gut, weil was weg ist, kann man nicht mehr wiederholen. Und es stimmt, die Hunde können auch inkontinent werden. Das weiß ich von 2 Hündinnen, die ich auch kenne, die im Haus eine Windel tragen. Und das ist durch die Kastration entstanden und die Leute bereuen es auch inzwischen, dass sie die kastriert haben, leergeräumt haben. Wie gesagt, ein Kind, wenn Scheiße baut, dann hat nicht das Kind versagt, dann haben die Eltern versagt und beim Hund ist das genauso. Und ich bin gerade auch an meiner, sagen wir mal so, manchmal an meiner Grenze schon mit meinem Großen gekommen und ihn auch am liebsten die Heckenschere genommen. Aber ich habe mir den Rüden gesucht. Wir schlagen uns gerade durch. Pubertät ist ja irgendwann mal vorbei. Er ist auch kein schwuler Pazifist mehr, wo damals das Video kam und der Ronny das erwähnt hat. Aber er ist auch kein Raufer. Also das muss ich sagen. Er kommt mit allen Hunden klar, solange sie ihm nicht an der Wäsche holen. Und deswegen, Leute, überlegt euch es gut, euren Hund kastrieren zu lassen oder nicht. Die Pfeife durchgeputzt. Schwuler Pazifist. Ja, Dirk ist mir mittlerweile schon ans Herz gewachsen und stellt einen meiner Lieblings-Dog-Special-Freunde dar. Ja, Dirk, du hast vergessen zu sagen, dass der Ausdruck schwuler Pazifist nicht von mir stammt, der stammt von dir. Den hast du mir diktiert vor dem Video,
in dem ich Brutus in der Reihe unserer Hunde präsentiert habe. Ja, so viel zum Thema schwuler Pazifist, welchen er ja deiner Aussage nach nicht mehr darstellt. Ja, zu den Videos selbst. Bravo, bravo. Herzlichen Dank, liebe Freunde, die da wären. Werner, Franziska, Franz, Evangelos, Dirk, Christian und Freddy. Ihr habt das wirklich, wirklich fantastisch gemacht. Alle Meinungen, ja, stehen auf grundsolidem Fundament, das habe ich schon gesagt, und ich kann jeden Einzelnen verstehen. Ist so. Ne? Also ganz, ganz tolle Leistung, und dafür, dass nicht jeder jeden Tag in die Kamera vor Publikum reinspricht, ja, habt ihr das fantastisch gemacht. Nochmal herzlichen Dank dafür. Ganz, ganz toll. Ja, natürlich möchte ich auch meine persönliche Meinung zum Thema noch kurz preisgeben, und die ist folgende, liebe Zuseher. Ich versuche das so kurz wie möglich zu verpacken. Vito, der da hinten, die Wacht am Rhein, ist mein 4. Rüde. Keiner meiner Rüden war jemals kastriert. Wieso? Nun, weil es nie notwendig war. Wann wäre es notwendig gewesen? Im Krankheitsfall. Hodenhochstand, Hodendrehung, Hodentumor etc. etc. In solchen Fällen hätte ich keine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich meinen Hund kastrieren lasse oder nicht. Wenn die Kastration das Leben meines Hundes verlängert, gerettet hätte. Ganz klar, ich liebe meinen Hund über alles. Eine Sache, die ein absolutes No-Go für mich ist der Beweggrund zur Kastration aus Rüden typischen Verhaltensauffälligkeitsgründen. Sie verstehen, was ich meine. Das, liebe Zuseher, das ist nur billig für mich. Ich weiß, dass es viele Leute da draußen gibt, die das tun, die sich durch eine Kastration eine Wesensveränderung erhoffen. Das ist niemals eine Garantie. Mir tun die Rüden und die Hündinnen in solchen Fällen wahnsinnig leid. Ich weiß, dass viele Menschen da draußen Hündinnen kastrieren lassen, um ihr die schwere Zeit der Läufigkeit und der Scheinträchtigkeit zu ersparen. Jede Hündin wird scheinträchtig, scheinschwanger, wissen viele nicht. Jede Hündin wird das nach der Läufigkeit. Bei manchen Hündinnen ist dieser Verlauf heftig, bei anderen spürt man ihn gar nicht. Doch jede Hündin wird scheinträchtig. Es gibt viele Hundebesitzer, die ihren Hündinnen diese schwere Zeit ersparen wollen und es begrüßen, wenn sie auch nicht so kantig werden, denn das werden sie in dieser Zeit. Ähnlich wie die Rüden, wenn die Weibeln, die Hündinnen läufig sind, drehen auch die Rüden häufig am Rad, können nervig sein, wollen ständig raus, werden etwas ruppig beim Aufeinandertreffen mit anderen Rüden, sind sehr triebig, vergessen aufs Fressen und so weiter. Ja, das sind alles Dinge, mit denen muss man einfach klarkommen. Doch würde ich persönlich keine Sekunde daran denken, meinen Hund aus Gründen der Wesensveränderung kastrieren zu lassen. Meine Hunde würden nur dann kastriert werden, wenn es die Gesundheit erfordert. Das ist meine Einstellung. Hätte ich einen Rüden und eine Hündin gemeinsam und hätte ich es nicht vor, in Zukunft Nachwuchs durch die beiden zu erhalten, würde ich mich für die Kastration der Hündin entscheiden, weil ich davon überzeugt bin, dass, wenn es schon sein muss, ich der Hündin eher etwas Gutes damit tue als dem Rüden. Wir wissen, bei Hündinnen gibt es den Mamatumor, Gesäugetumor, den Gebärmutterhalskrebs etc. hat alles mit Hormonen zu tun. Und hier kann es sein, dass eine Kastration das Ganze verhindert. Kann sein, ist niemals eine Garantie. Ich kenne genug Hündinnen, die nicht kastriert sind, nie Krebs hatten. Ich kenne Hündinnen, die sind kastriert und erlitten dennoch Krebs. Also Garantie hat man hier nicht. Gefährlich ist es, wenn man einen Hund zu früh kastrieren lässt. Das ist ein massiver Eingriff in die Entwicklung des Hundes. Und erst vor kurzem hat mir eine Zuseherin meines Kanals ein Video geschickt ihrer Hündin, die Vito anatomisch extrem ähnelt, ebenfalls aus dem rumänischen Tierschutz stammt, und passen Sie auf. Diese Hündin leidet aktuell an ziemlich heftigen Problemen mit dem Bewegungsapparat, wogegen die Besitzerin aber sehr geschickt gekonnt vorgeht. Beginnt damit durch Training ihre Hinterhandmuskulatur wieder aufzubauen etc. Sie hat mir ein Video geschickt, sieht toll aus.
Diese Hündin wurde vom Tierschutz, nicht von der Besitzerin, im Alter von 3,5 Monaten kastriert. Und das, liebe Zuseher, ist ein Verbrechen. Das ist ein Wahnsinn. Die Tierärztin dieser Zuseherin hatte gesagt, dass die Probleme mit der Hinterhand ganz klar aus dieser frühen Zeit der Kastration resultieren. Also solche Dinge sind natürlich, ja, weiß ich nicht, ein Wahnsinn, und mit Tierschutz hat das nichts mehr zu tun. Ja, liebe Zuseher, das ist meine kurz zusammengefasste Meinung zum Thema Kastration. Nur aus Gemütlichkeitsgründen, damit ich meinen Hund fühlbarer mache, nein, nie im Leben. Keine Sekunde denke ich darüber nach. Nochmal, ich wiederhole mich, das ist einfach nur billig für mich. Ja. Aus gesundheitlichen Gründen, ja, da lasse ich mit mir reden. Klar, da bin ich dahinter. Ich glaube, das ist die Meinung der meisten Leute da draußen. Ja, nochmal herzlichen Dank an alle meine Freunde, die da hier mitgemacht haben. Ich habe bewusst nicht zu viele meiner Zuseher angeschrieben, um hier mitzumachen, da sonst eventuell das Video zu lang geworden wäre. Sie verstehen schon, was ich meine. 8 wären es geworden, doch einer meiner Freunde hat bei der Hausarbeit da einen Unfall gehabt, ist von der Leiter gefallen. René, gute Besserung. Sieh zu, dass sie dich wieder zusammenbasteln, da du ja jetzt etwas zerbröselt bist. Ja, liebe Grüße an die Nordsee. Liebe Zuseher, ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen. Es war wieder ein solcher Beitrag, der vielleicht ganz hilfreich sein kann für Leute, die noch nie einen Hund hatten, sich in Zukunft vielleicht einen nehmen und hier beim Thema Kastration noch unsicher sind. Ja? Sehen Sie sich das Ganze nochmal an. Sie hören hier wirklich gute Aussagen, gute Argumente, gute Meinungen. Ja, da kann man sich schon etwas ein Bild machen, möchte ich sagen. Also speziell für Menschen, die noch nie einen Hund hatten und vielleicht irgendwann mal einen wollen, könnte das ganz hilfreich sein. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, und das war's schon wieder.